Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie wir auf Kali Linux einen Webserver starten können oder auch installieren, was wir mit dem machen können, zum Beispiel Dateien speichern, Webseiten hochladen, und ich erkläre dir das Ganze wie immer einfach, Schritt für Schritt und schnell. Also ich würde sagen, keine Zeit verschwenden und let's go! Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann schauen wir uns erstmal an, wie wir das Web-Hosting-Tool installieren. Bei Kali Linux ist es zwar schon installiert, aber falls du auf einem anderen Linux bist, zeige ich dir trotzdem mal. Also Kali Linux starten, dann Terminal öffnen, dann einmal mit sudo Root-Rechte holen, dann apt-get install für Installation des Pakets. Und dann geben wir Apache 2 ein. So nennt sich der Webserver. Ist ein ziemlich bekanntes Tool. Und ja, hier steht jetzt, dass wir es schon installiert haben und dass es keine Upgrade oder Update gibt. Und wenn es hier Update gibt, dann werden die automatisch heruntergeladen. Genau. Das musst du eben bei Ubuntu oder so machen, wenn es nicht drauf installiert ist. Dann clearen wir das Ganze wieder und starten das. Apache 2 wird als Service installiert, das heißt, wir starten das mit sudo service Apache 2 start. Genau, das ist einfach, dass der Service gestartet wird. Dann einmal Enter. Und jetzt läuft der Service. Wir kriegen keine Rückmeldung, aber wir können das Ganze nachschauen, indem wir Service Status all eingeben. Jetzt zeigt er uns alle Dienste, die laufen, und wir sehen hier oben, müssen wir wieder hochscrollen, hier Apache 2 Plus. Plus steht dafür, dass es läuft. Genau, also haben wir alles richtig gemacht. Das Ganze können wir auch wieder starten, indem wir hier Stopp eingeben. Stoppen natürlich, wenn wir Stopp eingeben. Und ja, genau. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt unseren Webserver anschauen. Und dafür zeige ich dir nochmal den Pfad. Und der Pfad ist nämlich hier war www.html. Hier sind jetzt die Dateien drauf. Zum Beispiel eine Webseite, die wir hosten können. Also darstellen halt. Und genau. Um das zu überprüfen, öffnen wir unseren Browser und geben die Localhost IP ein. Die ist immer 127.0.0.1 und da landen wir immer auf unserem eigenen Rechner und wir sehen, unser eigener Rechner hat jetzt eine Webseite oder unser eigenes Linux und da steht jetzt It Works. Diese Webseite können wir hier nach Belieben anpassen und die Index.html wird immer automatisch aufgerufen, wenn wir also auf unseren Server zugreifen. Also wenn ihr eine Datei Index.html nennt, wird die hier automatisch aufgerufen. Wir können das auch nochmal so überprüfen und es ist dasselbe. Also das können wir uns dann sparen beim Eintippen. Genau, für was brauchen wir das Ganze? Wir brauchen das zum Beispiel, um Webseiten zu hosten. Wir machen jetzt hier noch ein Port Forwarding zum Beispiel, damit wir übers Internet durch unseren Router auf die Webseite zugreifen können. Oder eben, wenn wir jetzt in einem anderen Netzwerk drin sind und wir zum Beispiel einen Exploit durchführen, also einen Angriff auf eine andere Maschine, und wir wollen unsere Payload nachladen, dann machen wir das auch im Normalfall über einen Apache Webserver, so dass wir eben dem anderen PC sagen können, er soll auf unsere Webseite zugreifen und die Payload runterladen sozusagen. Dafür braucht man das in der Cybersicherheit. Und ja, das war es in dem Video auch schon. Ist sehr nützlich, braucht man häufig bei Pentests und sowas. Und ansonsten würde ich sagen, wenn dir das Video geholfen hat und du Spaß daran hattest, dann gib doch ein Like, abonniere den Channel und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und be part of it. Peace!